Folge 5 von der kleinsten, geilsten Werkstatt der Welt. Sie ist zu 99% fertig und wie versprochen testen wir in dieser Folge das Licht in der dunklen Nacht und darüber hinaus natürlich eine Einweihungsfeier. Warum in aller Welt baut man sich eine Werkstatt in einen 20-Fuß-Container? Fragt einer von euch unter der letzten Folge. Eigentlich begann das alles schon vor Jahren, als ich einen 20-Fuß-Container zu einem Wohncontainer umbaute. Mit Fußbodenheizung, Badezimmer und alles und mit dem ich mit Kind und Kegel und natürlich mit der Alten quer durch die ganze USA fuhr. Heute habe ich einen Bar-Container, einen Stage-Container mit vollem Mucke und alles und darüber hinaus einen Pulled Pork Barbecue-Container, mit dem ich in der Weltgeschichte umherfahre und Halligalli mache. Mehr dazu aber später in dieser Folge. Die Idee zum Werkstattcontainer entstand aber, als ich meinen 8x8 fertig gebaut hatte, weil ich bekam die bescheuerte Idee, als Begleitfahrzeug auf der originalen Paris-Dakar-Rallye mitzufahren. Von Marokko bis nach Dakar, 6000 Kilometer. Und genau hierfür braucht man natürlich einen Werkstattcontainer, der alles hat, wovon das Trockerherz und der Mechaniker träumt und mit dem man den Leuten auf der Rallye helfen kann. Und darüber hinaus soll sich Frau und Kind natürlich auch in dem Container wohlfühlen. Geht nicht, denkst du? Wart's ab. Ihr erinnert euch vielleicht an die erste Folge, wo mir ja wichtig war, dass wir die letzten 2 Meter frei halten. Und genau die 2 Meter kommen uns jetzt zugute. Denn hier habe ich mir Betten eingebaut, damit wir hier auch gemütlich Platz finden, wenn man den Werkstattwagen nach vorne fährt. Geiler geht nicht, oder? Darüber hinaus ist ein Kühlschrank natürlich ein Muss und der rostfreie Tisch wird somit eine kleine, gemütliche Küche. Was haben wir sonst noch seit der letzten Folge in den Container gebaut? Klaro, die Lochplatten, damit man sein Werkzeug sonst wohin hängen kann und damit es an seinem Platz bleibt, wenn man Offroad mit dem LKW fährt. Darüber hinaus ist der drehbare Schraubstock an die massive Arbeitsplatte gekommen. Und natürlich eine Tischsäulenbohrmaschine gehört ja auch in jede richtige Werkstatt. Das Luftwerkzeug hat seinen Platz zusammen mit den Momentschlüsseln in der Schublade gefunden. Und in der Nachbarschublade ist die Stromabteilung von Metabo. Die Lochplatten sind ja eigentlich genial. Im Prinzip kann ich mir anbauen, was ich will, wo ich will. Aber ich glaube, den richtigen Platz findet man so erst richtig, wenn man auf Achse ist und so richtig in der Werkstatt arbeitet und alles griffbereit haben möchte. Und dann war da ja noch die Sache mit dem Licht. Und ob ihr nun auch richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Um zu sehen, was unser Arbeitslicht bei Nacht kann und ob es nun auch reicht, habe ich mich mit Johan, dem Geschäftsführer von Strands in Schweden, in einem Biotop getroffen, das landschaftlich so nah wie möglich an Marokko kommt. Schnell die kleinste, geilste Werkstatt der Welt auf den Boden setzen und dann wird Nacht zum Tag. This is what we need when you're going to go do the repair job in Paris-Dakar. And this is only half of it. Wow! I was calling this is I'm mind blown. Einfach Hammer, denn das Licht reicht aus, um auch nachts mit Sonnenbrille arbeiten zu können. Soweit ist die Werkstatt jetzt erstmal fertig, damit wir Mitte Januar von hier aus Schweden in Richtung Dakar fahren können.
Aber was ist die kleinste Geisterwerkstatt der Welt denn eigentlich ohne Einweihung und Begutachtung von den Jungs? Klaro, schnell den Barcontainer aufgestellt, den Disco-Container, Würstchen auf den Grill und dann erstmal begutachten. Und genau mit dem kompletten Setup hier, mit dem DJ-Container, mit dem Bar-Container und natürlich mit der kleinsten, geilsten Werkstatt der Welt geht es im Frühsommer des kommenden Jahres auf Tournee. So, wenn du Bock hast, uns nach Dakar zu begleiten mit der kleinsten, geilsten Werkstatt der Welt oder uns zu treffen auf der Tournee Anfang 2023, dann bleib hier auf dem Channel. Liked und subscribt und aktiviert die Glocke, weil dann verpasst du nichts mehr. Bis bald und moin aus dem hohen Norden.